Hallo ihr Lieben, schön, dass du heute wieder Zeit für dich und dein Deutsch genommen hast. In dieser Lektion geht es um Schule und Ausbildung, um Lernen, Wege, Entscheidungen und darum, warum Anstrengung eine Rolle spielt. Der Titel sagt schon viel. Von nichts kommt nichts. Vielleicht bist du gerade in der Schule. Vielleicht machst du eine Ausbildung, einen Kurs, ein Praktikum oder eine Weiterbildung. Oder du denkst darüber nach, einen neuen Weg zu starten. Heute lernen wir eine kleine, aber sehr wichtige Verbindung im Deutschen kennen, die Konjunktion das. Keine Angst, wenn du sie noch unsicher benutzt. Am Ende dieser Lektion wirst du spüren, warum wir sie brauchen und wie sie im echten Leben klingt. Bevor wir über Grammatik sprechen, gehen wir zuerst in eine echte Situation. Nicht aus dem Buch, sondern aus dem Alltag. Hör einfach zu und lass die Sprache wirken. Du musst noch nicht alles verstehen. Vertrau darauf, Schritt für Schritt fügt sich alles zusammen. Weißt du, manchmal denke ich, dass die Schule viel Druck macht. Ja, das kenne ich. Aber ich glaube, dass Lernen trotzdem wichtig ist. Meine Schwester macht gerade eine IT-Ausbildung. Sie sagt, dass sie dort mehr Praxis hat als in der Schule. Mein Freund besucht eine Mechanikerausbildung neben der Arbeit, weil er merkt, dass er neue Chancen braucht. Ich überlege auch, ob ich nach der Schule ein Praktikum in einer Landwirtschaftsausbildung machen soll oder einen Malerkurs besuchen. Ich hoffe, dass ich so besser weiß, was zu mir passt. Weiterbildung ist auch eine Option. Meine Eltern sagen immer, dass man Geduld haben muss. Sie finden, dass sich die Mühe später lohnt. Ja, von nichts kommt nichts. Man sieht erst später, dass sich alles auszahlt. Genau. Ich bin sicher, dass jeder seinen eigenen Weg findet. Jetzt, wo wir die Geschichte gehört haben, ist es Zeit, die wichtigsten Wörter zu lernen. Keine Sorge, wenn du noch nicht alles verstanden hast, genau dafür ist dieser Wortschatz da. Diese Wörter helfen dir, die Dialoge besser zu verstehen und sie später selbst zu benutzen. Sie zeigen dir auch, wie man über Schule, Ausbildung und Kurse spricht. Also, lass uns Schritt für Schritt die Wörter anschauen, die Sarah und Lukas benutzt haben. Die Ausbildung. Ein Weg, um einen Beruf zu lernen. Beispiel: Ich mache eine Ausbildung als Mechaniker. Die Praxis. Das Tun von etwas, nicht nur Theorie. Beispiel: In der Praxis lernt man besser. Das Praktikum. Ein kurzer Job, um Erfahrungen zu sammeln. Beispiel: Ich mache ein Praktikum auf dem Bauernhof. Die Weiterbildung. Lernen, um besser im Beruf zu werden. Beispiel: Nach der Arbeit mache ich eine Weiterbildung. Die IT-Ausbildung. Ein Kurs, um Computer und Technik zu lernen. Beispiel: Sie macht eine IT-Ausbildung in der Stadt. Die Mechanikerausbildung. Ein Kurs, um Autos und Maschinen zu reparieren. Beispiel: Er besucht eine Mechanikerausbildung. Die Landwirtschaftsausbildung. Ein Kurs, um über Pflanzen und Tiere zu lernen. Beispiel: Sie macht eine Landwirtschaftsausbildung auf dem Hof. Der Malerkurs. Ein Kurs, um malen zu lernen. Beispiel: Ich male gern und besuche einen Malerkurs. Der Druck. Das Gefühl, dass man viel tun muss. Beispiel: In der Schule habe ich viel Druck. Jetzt, wo wir die Wörter gelernt haben, wollen wir sehen, wie sie in der echten Geschichte benutzt werden. Keine Sorge, wenn du noch nicht alles perfekt verstehst. Fülle die Lücken Schritt für Schritt aus
und vertraue darauf, dass du alles aufnehmen wirst. So merkst du dir die Wörter viel besser und kannst sie später im Alltag anwenden. Weißt du, manchmal denke ich, dass die Schule viel Druck macht. Ja, das kenne ich. Aber ich glaube, dass Lernen trotzdem wichtig ist. Meine Schwester macht gerade eine IT-Ausbildung. Sie sagt, dass sie dort mehr Praxis hat als in der Schule. Mein Freund besucht eine Mechanikerausbildung neben der Arbeit, weil er merkt, dass er neue Chancen braucht. Ich überlege auch, ob ich nach der Schule ein Praktikum in einer Landwirtschaftsausbildung machen soll oder einen Malerkurs besuchen. Ich hoffe, dass ich so besser weiß, was zu mir passt. Weiterbildung ist auch eine Option. Meine Eltern sagen immer, dass man Geduld haben muss. Sie finden, dass sich die Mühe später lohnt. Ja, von nichts kommt nichts. Man sieht erst später, dass sich alles auszahlt. Genau. Ich bin sicher, dass jeder seinen eigenen Weg findet. Konjunktion das. Stell dir vor, du sitzt mit deinen Freunden zusammen und redest über Schule, Arbeit oder Pläne für die Zukunft. Vielleicht sagst du, ich glaube, das ist eine gute Idee. Oder hörst, ich hoffe, alles klappt. Wenn du genau darüber nachdenkst, merkst du, ein einfacher Satz reicht oft nicht aus, um genau zu sagen, was du denkst, glaubst oder hoffst. Hier kommt die Konjunktion das ins Spiel, weil sie dir erlaubt, Hauptsatz und Nebensatz zu verbinden und so zu erklären, was genau du meinst. Man kann also sagen, dass das dir hilft, Gedanken, Meinungen oder Hoffnungen klar und verständlich auszudrücken, besonders in Gesprächen oder beim Schreiben. Jetzt schauen wir uns an, wie das funktioniert. Wir gehen langsam vor, Schritt für Schritt, damit alles klar wird. Wenn du sagst, ich glaube, dass Deutschlernen Spaß macht, siehst du, dass der Satz aus 2 Teilen besteht. Der erste Teil, ich glaube, ist der Hauptsatz. Und der zweite Teil, dass Deutschlernen Spaß macht, ist der Nebensatz. Ein wichtiger Punkt ist, im Nebensatz steht das Verb immer am Ende. Schau dir das Beispiel genau an. Macht steht am Ende des Nebensatzes. Ohne diese Regel würde der Satz falsch klingen. Der Nebensatz kann zeigen, was du denkst, hoffst, glaubst oder bemerkst. Zum Beispiel, meine Schwester sagt, dass sie dort mehr Praxis hat als in der Schule. Hier erklärt der Nebensatz genau, was sie sagt. Oder, wir hoffen, dass das Wetter morgen schön ist. An diesem Satz siehst du, wie Hoffnungen im Nebensatz klar ausgedrückt werden. Zu diesen Beispielen passt auch, ich finde, dass der Kurs sehr interessant ist. Hier zeigt der Nebensatz deine eigene Meinung. Wenn wir alle Beispiele zusammen anschauen, können wir sagen, das verbindet Gedanken, Hoffnungen oder Meinungen direkt mit dem Hauptsatz, damit alles verständlich ist. Schauen wir uns ein paar Beispiele direkt aus der Geschichte an, damit du sehen kannst, wie das in echten Gesprächen verwendet wird. Beispiel 1. Weißt du, manchmal denke ich, dass die Schule viel Druck macht. Hier erklärt der Nebensatz genau, was gedacht wird. Du siehst, dass das zeigt, was jemand fühlt oder denkt und dadurch der Satz vollständig und klar wird. Beispiel 2. Meine Schwester macht gerade eine IT-Ausbildung.
Sie sagt, dass sie dort mehr Praxis hat als in der Schule. In diesem Satz ergänzt der Nebensatz den Hauptsatz, indem er genau erklärt, was die Schwester sagt und macht die Information verständlich und konkret. Beispiel 3. Ich überlege, ob ich nach der Schule ein Praktikum in einer Landwirtschaftsausbildung machen soll. Ich hoffe, dass ich so besser weiß, was zu mir passt. Hier zeigt der Nebensatz Hoffnung und Überlegung und du siehst, wie das Gefühle oder Pläne klar ausdrückt. Jetzt, da wir uns gemeinsam einige Dialogbeispiele angesehen haben, lass uns mehrere Fragen und Antworten üben, die wir im Alltag verwenden können, damit du die Das-Sätze richtig und natürlich anwenden lernst. Was denkst du über Deutsch lernen? Ich glaube, dass Deutschlernen wichtig ist. Wie fühlt sich dein Freund nach der Arbeit? Er merkt, dass er müde ist. Was hoffen deine Eltern? Sie hoffen, dass wir gesund bleiben. Und jetzt bist du dran. Überlege dir eine eigene Frage aus deinem Alltag und bilde einen Satz mit das. Schreib deine Antwort in die Kommentare. Denke daran, es kann etwas Einfaches sein, zum Beispiel ein Plan, eine Hoffnung oder ein Gedanke. Ich freue mich sehr auf deine Ideen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende der Lektion dabei geblieben bist. Es ist großartig, wie du Schritt für Schritt alle Teile durchgearbeitet hast. Wenn dir die Lektion gefallen hat, vergiss nicht, das Video zu liken, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Teile die Lektion auch gern mit deinen Freunden, damit sie genauso von den Tipps und Übungen profitieren können. Jetzt, da du die Grammatik geübt und die Wörter aktiv verwendet hast, kannst du die Lektion gerne noch einmal wiederholen oder bei Bedarf auf frühere Lektionen zurückgreifen. Übung festigt das Gelernte. Auf Wiedersehen in der nächsten Lektion. Dort warten neue, spannende Wörter, lebendige Dialoge und praktische Tipps auf dich. Sei gespannt und freue dich schon darauf.